So, meine lieben Freunde, wir machen heute aus diesem Schweißtisch einen höhenverstellbaren Schweißtisch. Ein höhenverstellbarer Schweißtisch oder Arbeitstisch ist ein absoluter Genuss. Es gibt nur ein Riesenproblem, das, was man kaufen kann, ist wirklich extrem teuer. Und selbst das, was man sich selber bauen kann, dafür braucht man auch Teile, die wirklich extrem teuer sind. Am Ende des Tages lohnt sich das meiste nicht wirklich. Und da fragen mich immer viele Leute, ob ich eine Idee habe. Habe ich leider nicht, aber ich habe was in meiner Nachbarwerkstatt gesehen und das ist absolut genial. Die haben sich nämlich einen höhenverstellbaren Arbeitstisch gebaut und das Ganze aus einem alten Krankenbettgestell. Es wird noch viel besser, die haben mir gleich auch noch ein Krankenbettgestell besorgt. Da sage ich vielen, vielen Dank für. Und damit könnte ich jetzt stundenlang nur rumspielen. Das macht so viel Spaß, dieser Mechanismus funktioniert wirklich sowas von gut. Und daraus werden wir uns heute einen höhenverstellbaren Schweißtisch bauen. Dieses System bietet aber auch noch einen weiteren genialen Vorteil. Wir haben hier Lenkrollen drunter und diese 4 Lenkrollen kann ich alle auf Fußtritt zusammen bremsen. Wir haben hier einen Mechanismus, mit dem wir alle 4 Rollen gleichzeitig bremsen können. Dadurch haben wir eine gute Stabilität und das Ganze wirklich extrem einfach. Jetzt gibt es natürlich 2 entscheidende Fragen. Wo bekommt man so ein Pflegebettgestell her? Und da kann man wirklich nur sagen, wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die in der Pflege arbeiten, fragt da ganz einfach nach. Es gibt in Deutschland Millionen von Pflegebetten. Diese Pflegebetten sind irgendwann natürlich auch, dass sie ausrangiert werden und dann werden die sehr günstig abgegeben. Ich habe das Bettgestell hier sogar geschenkt bekommen. Ist natürlich ein glücklicher Zufall, aber auch wenn man für so ein Gestell hier 200 € ausgibt oder so, das ist wirklich nichts für das, was so ein Gestell inklusive dem Motor leistet. Da sind wir natürlich gleich beim nächsten Thema. Reicht das Gestell überhaupt von der Belastung und von der Hubkraft her aus? Ich, schlanke Gazelle, bin hier mal drauf geklettert, wiege auch immerhin 100 Kilo. Und es ist natürlich so, dass dieses Pflegebett 220 Kilo an Belastung ab kann, an Belastung auch wirklich heben kann. Mein Schweißtisch wiegt 100 Kilo und ich wiege jetzt hier auch 100 Kilo und wenn ich mir so vorstelle, was ich immer auf dem Schweißtisch mache, bearbeite, ich bin da wirklich selten, dass ich an so eine 100 Kilo Grenze rankomme und deutlich mehr habe ich, glaube ich, noch nie auf meinem Schweißtisch drauf gehabt. Also muss immer jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Bei mir ist es so von wegen, dass 220 Kilo, also 120 Kilo, die ich hier drauf packen kann, mehr als ausreichen. Grundlage für so einen Umbau ist natürlich jetzt, dass ich mir erstmal Gedanken mache, was ich brauche. Ich möchte hinterher einen Schweißtisch haben, den ich auf 1 Meter hochfahren kann und bis auf 500 mm absenken kann. Ich habe hier bei dem Bett eine Breite von 890. Mein Schweißtisch ist aber nur 800 mm breit, also muss ich da auch einiges abschneiden, einiges anpassen. Aber im Prinzip sind das wirklich alles nur Kleinigkeiten, was ich hier machen muss. Im ersten Schritt demontiere ich alles, was ich hier an diesem Bett wirklich nicht mehr brauche. Das sind natürlich die Verstellmöglichkeiten für Kopf und für die Beine. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir erstmal alles abschrauben. Davon schmeiße ich aber nichts weg. Das werde ich alles aufheben, weil da sind wirklich schöne mechanische Teile bei, die man immer und immer wieder verwenden kann. Dazu muss ich auch ganz klar sagen, diese Mechanik von diesem Bett oder so, die gefällt mir wirklich. Die ist so einfach, so simpel, so wartungsfrei, aber auch doch so effektiv. Also da wurde sich wirklich Gedanken gemacht. Im Gegensatz dazu, ich musste die Tage bei meinem Audi eine Glühbirne tauschen. Da brichst du dir so dermaßen einen ab. Ja? Das ist so unnötig kompliziert gemacht. Und hier ist wirklich alles einfach, simpel, aber doch unglaublich effektiv. Also das ist eine richtig schöne Sache. Ich erfreue mich immer an sowas. Das ist jetzt das Grundgestell. Den ersten Schritt, den ich jetzt gehen muss, ist natürlich, dass ich die Aufnahmepunkte habe. Ich möchte es hinterher so haben, dass ich die Füße auch jederzeit wieder anschrauben kann, also dass ich das Beste aus beiden Welten nutzen kann. Ich habe hier noch so Aufnahmeplatten von so einem Schweißtisch. Das macht es mir so ein bisschen einfacher. Die kann ich hier einfach oben auf meinen Schweißtisch draufsetzen, kann jetzt wirklich richtig schön ausmessen, an welchen Stellen ich hinterher Aufnahmen brauche, wo wirklich diese Hubeinrichtung oder Hubvorrichtung unter meinem Schweißtisch angebracht wird. Das kann ich mir an meinem Gestell jetzt hier gleich anzeichnen. Das sind also hinterher die Punkte, wo ich dann abtrennen muss. Ich brauche zusätzlich noch Rohre, weil ich mit diesem Bettgestell an sich nicht mit der Höhe hinkomme. Da habe ich mir einfach altes 3 mm Rohr genommen. Das wurde vorher auch schon mal für was anderes verwendet. Da habe ich mir 4 Stücke abgeschnitten, 150 mm lang.
Ich habe mir das jetzt einfach gemacht. Ich habe das Rohr von oben erstmal eingetrennt, habe dann meine 4 Aufnahmen positioniert, habe diese Aufnahmen angepunktet und habe sie dann komplett verschweißt. Das Ganze habe ich natürlich mit dem MAC-Schweißverfahren gemacht. Ich habe zwar vorher so ein bisschen die Farbe beschliffen, aber hundertprozentig kriegst du das natürlich nie ab. Und nachdem ich dann die Rohre verschweißt habe, habe ich dann einseitig das Gestell komplett abgetrennt. Warum nicht beidseitig? Man hat ja diese Aufnahmen, die haben sonst keine Stabilität mehr. Hätte ich kein Abstandsmaß mehr, so habe ich es mir relativ simpel gemacht, habe es einseitig abgetrennt, habe mir dieses Rohr, was ich hier abgetrennt habe, dann auf Länge zugeschnitten, dann dazwischen geschweißt und dann das Ganze auf der anderen Seite gemacht. Das gleiche mache ich jetzt auch noch mal auf der anderen Seite, dann kann ich alles vernünftig abschleifen, alles vernünftig anschweißen, verschweißen und dann ist der Umbau im Prinzip schon fertig. Was ich noch brauche, ich habe diesen großen Steuerkasten, den brauche ich im Prinzip nur noch bedingt, ich habe den aber einfach so gelassen. Habe für den Steuerkasten einfach 2 Halter angebohrt. Die Halter habe ich mir auch aus dem alten Restmaterial zugeschnitten, habe die angebohrt, habe Gewinde geschnitten, habe die dann hier rangesetzt. Dann haben wir das auch wirklich vernünftig als Halterung hier dran. Und dann ist unser kleines Konstrukt im Prinzip schon fertig. Und dann können wir das Beste machen. Wir können mal den ersten Funktionstest machen. Und das ist immer der beste Moment des Tages, wenn man dann wirklich ausprobiert, ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Das heißt, ich habe hier meinen Schweißtisch und Planung war eigentlich so, dass ich ein Bein abnehme. Die Beine sind ja ganz normal hier nur geschraubt, dass ich ein Bein abnehme, das Gestell, die Hubvorrichtung unterfahre, das Ganze hochfahren kann, die anderen 3 Beine abnehmen kann. So ist gewährleistet, dass ich jederzeit die Beine auch wieder unterbringen kann, dass ich die Hubvorrichtung vielleicht für was anderes benutzen kann oder ich vielleicht auch mal sehr schwere Arbeiten auf dem Schweißtisch ausführe und dann die Hubvorrichtung nicht benutze. Und man kann mir glauben oder nicht, man sieht das vorne, es ist wirklich so, es fehlen 2-3 mm von der Endkappe. Diese Endkappe an der einen Seite, die habe ich abgenommen und dann kann ich das Ganze hier unter positionieren. Und diese Rollen, die lassen sich wirklich richtig schön positionieren. Diese Lenkrollen, man kann das richtig schön auf den Millimeter richtig hinschieben und dann ist es wirklich ein erhabener Moment, wenn das erste Mal dieser Schweißtisch sich einfach wie von Zauberhand in die Luft bewegt. Absolut genial, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das macht unglaublich Spaß, wenn man diesen Tisch, wie man den jetzt wie von Zauberhand hier hoch und runter fährt, also es macht wirklich Spaß, ist wirklich eine schöne Sache. Ich habe natürlich mein 1 Meter Maß gleich kontrolliert, ob wir hier auch maßhaltig sind und das passt wirklich relativ exakt, also bin ich auch zufrieden. Habe dann ein bisschen rumgespielt, habe die 3 Füße bewusst noch dran gelassen, habe erstmal einen Belastungstest gemacht, habe mich hier drauf gesetzt, dann sind wir natürlich schon bei 200 Kilo und auch das schafft diese Hubvorrichtung wirklich völlig problemlos. Also macht richtig Spaß. Ich habe ja erstmal eine Stunde mit rumgespielt, habe mich tierisch gefreut. Da wird der Mann doch ganz schnell wieder zum Kind. Die Stabilität ist jetzt vergleichbar mit einem anderen Schweißtisch, der auf Rollen ist. Also das ist wirklich vollkommen ausreichend. Wie gesagt, wenn ich den mal wieder als Richttisch benutzen möchte, da was Schwereres drauf habe, was richten möchte, dann würde ich einfach die Füße untersetzen. Aber so reicht das für die normalen Arbeiten vollkommen aus. Man kann den Tisch jetzt problemlos rangieren, das zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe den natürlich noch nicht so gelassen. Das ist jetzt funktional, es sieht aber nicht gut aus. Ich habe diesen kompletten Wagen, dieses komplette Untergestell demontiert und habe das Ganze erstmal vernünftig lackiert. Einfach mit einer schwarzen Sprühdose alles komplett übergelascht, dieses Grau oder so, das sieht aus wie eine Grundierung. Das kann man natürlich in der Werkstatt nicht gebrauchen. Ein bisschen schön soll es natürlich auch sein.
Ich habe diese Tischplatte jetzt nicht verschraubt, ich habe die ganz einfach nur hier aufgelegt. Zur Sicherheit habe ich diagonal noch 2 Rohre angebracht. Diese Rohre gehen wie Zapfen dann hinterher in das Auflagerohr rein und somit hat man nicht die Möglichkeit, dass man die Tischplatte hier irgendwo runterzieht. Das ist aber wie gesagt nur zur Sicherheit. Eine normale Auflage reicht hier bei dem Gewicht vollkommen aus. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass jemand irgendwo extrem das ganze System vergewaltigt und dann möchte man natürlich auf Nummer sicher gehen. Normal bin nur ich in der Werkstatt, da kann das eigentlich nicht passieren, aber man weiß ja nie und darum habe ich es zur Sicherheit ganz einfach so gelöst, dass ich hier wie 2 Zapfen angebracht habe. Und die Schweißtischbeine stelle ich jetzt ganz einfach zur Seite, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sieht man hier auch an diesem Beispiel, wie einfach man jetzt diesen massiven Schweißtisch hier verschieben kann. Den kann ich jetzt an jeder Stelle in meiner Werkstatt verschieben, kann den wegrollen, wenn ich mal größere Projekte habe. Ist also auch ein Riesenvorteil. Ich trete hier einmal mit dem Fuß drauf, dann ist das Ganze vernünftig fest. Ich kann hier arbeiten. Ich habe minimal die Arbeitshöhe von 500, habe maximal die Arbeitshöhe von 1 Meter. Das Ganze habe ich natürlich auch ausprobiert, habe mich hier nochmal draufgesetzt. Also es ist von der Belastung auch vollkommen ausreichend. Und ich muss auch immer dazu sagen, das ist kein Hydraulikmotor. Hydraulik hat natürlich immer das Problem, das kennen viele, dass Hydraulik auch mal undicht werden kann und dann sackt so ein Tisch über Nacht ab oder so. Ja, das ist halt auch immer so ein bisschen die Problematik. Das habe ich hier bei so einem Stellantrieb oder bei so einem Tisch in der Form nicht. Hydraulik wäre natürlich die andere Lösung, nutzen auch viele, da muss man da pumpen oder so. Hier mit Knopfdruck oder so ist natürlich auch unglaublich komfortabel. Sieht, glaube ich, sehr, sehr professionell aus. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Lösung haltet. Es ist ein kleiner Umbau. Wie gesagt, ich habe ungefähr so 5 Stunden gebraucht. Es ist von der Lackierung nicht ganz perfekt geworden. Das sieht man hier unten. Ich hatte irgendwann auch nicht mehr genug Farbe. Muss mir dann noch mal was holen. Dann kann ich es noch mal ein bisschen nachsprühen. Aber ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen oder so ist das schon eine absolut geniale Lösung. Habe ich mich tierisch drüber gefreut. Ich habe mir sogar die einzelnen Komponenten angeguckt. Ich habe mir überlegt, von wegen, vielleicht baue ich das Ganze, wenn ich ein bisschen Zeit habe, auch nochmal aus Vierkantrohr ganz einfach nach und kaufe mir so einen einfachen Stellantrieb. Es ist im Prinzip auch kein Hexenwerk. Müsste man mal gucken, wie die Resonanz auf so ein Video ist. Also gerne das Video teilen, liken, abonnieren, von wegen netten Kommentar unterschreiben. Das hilft natürlich immer dem Algorithmus, dass so ein Video mehr ausgespielt wird und dann ist es vielleicht möglich, dass wir nochmal zusammen als Konstruktion sowas auch bauen, weil ich denke mal, nicht jeder hat die Möglichkeit, dass er so ein Krankenbett bekommt. Ich habe eins zum Nulltarif bekommen, habe ich mir natürlich tierisch drüber gefreut, habe das Ganze gleich umgebaut. Ungefähr 5 Stunden Arbeit, zusätzliche Kosten waren nahezu 0 bis auf die Farbe und das Ergebnis ist absolut genial. Ich hoffe, die Idee und das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.